Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, Peter said, Petrus sagt also, not only should we live in the awareness that we are going to be judged by Jesus one day for how we live, dass wir nicht nur in dem Bewusstsein leben sollen, dass wir eines Tages von Jesus für unser Leben gerichtet werden, but also we should understand that it's coming soon. sondern dass wir auch verstehen sollen, dass es bald soweit ist. Therefore, you have to be intentional. Deshalb müssen wir absichtlich, intentional handeln. It's amazing how many Christians just let life happen. Es ist erstaunlich, wie viele Christen das Leben einfach laufen lassen. It's almost like, I'm going to put my mind in neutral and see where it takes me. Es ist fast wie, ich werde meinen Gedanken freien Lauf lassen und sehen, wohin das mich führt. You choose what you think. Did you know that? Du entscheidest, was du denkst. Wusstest du das? So why don't you become more intentional in what you think, Warum wirst du nicht bewusster in dem, was du denkst, in what you feel, was du fühlst, in what you say, was du sagst, in what you believe, was du glaubst and in what you do? und was du tust? I like how the Passion also says that we should be purposeful. Mir gefällt, dass die Passion auch sagt, dass wir zielgerichtet sein sollen. In a sense, purposeful and intentional, it kind of is very related. In gewisser Weise sind Zielstrebigkeit und Absicht sehr eng miteinander verbunden. Because if you're intentional, you also do things with a purpose. Denn wenn du absichtlich handelst, tust du auch Dinge mit einem Ziel, mit einem Zweck. In other things, you don't just let life happen to you. You choose what you make of life. Du lässt das Leben nicht einfach so laufen, sondern entscheidest, was du aus dem Leben machst. Most Bibles said that we should be watchful and prayerful. In den meisten Bibeln steht, dass wir wachsam und betend sein sollen. But I actually really like how the Passion says it here. Mir gefällt aber, wie die Passion es hier ausdrückt. Be self-controlled so that you can be given to prayer. Seid selbstbeherrscht, damit ihr euch dem Gebet hingeben könnt. In the Greek, that word is used, which most Bible translated be sober, actually means to be self-controlled. Im Griechischen bedeutet das Wort, das die meisten Bibeln mit nüchtern sein übersetzen, tatsächlich selbstbeherrscht sein. If you look at it in the Greek, it's in the active voice and an imperative. Im Griechischen steht es in der aktiven Stimme und in der Befehlsform. The Bible is very, very clear. Die Bibel ist sehr, sehr klar. It's telling us on actually several occasions Sie sagt uns bei mehreren Gelegenheiten, that soberness and watchfulness goes together with prayer. dass Nüchternheit und Wachsamkeit mit dem Gebet einhergehen. And I have to tell you honestly, I never thought about it the way the Passion telling us. Und ehrlich gesagt habe ich noch nie so darüber nachgedacht, wie die Passion es uns sagt. But I really do like it. Aber das gefällt mir wirklich. I like that the Passion says so that. Mir gefällt, dass in der Passion steht, damit. And I tell you what, Ich sage dir was. if you are not self-controlled, will you be able to be given to prayer? Wenn du nicht selbstbeherrscht bist, wirst du dich dann dem Gebet hingeben können? You won't. Nein, das wirst du nicht. I tell you why. Ich sage dir warum. Because you won't get up in time to pray. Weil du nicht rechtzeitig aufstehen wirst, um zu beten. You're not going to put aside distractions that stop you from praying. Du wirst die Ablenkungen nicht beiseite schieben, die dich vom Beten abhalten. Your prayer life will only be a prayer life in the crisis. You try God to fix things. Du wirst nur in der Krise beten und Gott bitten, die Dinge in Ordnung zu bringen. Being watchful and being given to prayer, they are always together. Wachsam und hingegeben zum Gebet zu sein, gehen immer Hand in Hand. So what would happen if you would understand Was würde passieren, wenn du verstehen würdest, that being self-controlled will open the door for you for a fruitful prayer life? dass Selbstbeherrschung dir die Tür zu einem fruchtbaren Gebetsleben öffnet? See, suddenly self-control is not only like, okay, I have to learn to control myself. Plötzlich bedeutet Selbstbeherrschung nicht nur, okay, ich muss lernen, mich zu beherrschen. No. Nein, Self-control opens a door to an incredible deep relationship with God. Selbstbeherrschung öffnet dir die Tür zu einer erstaunlich tiefen Beziehung zu Gott.
Because remember, Denn vergiss nicht, prayer is not trying to convince God to get something done for you. beim Gebet geht es nicht darum, Gott davon zu überzeugen, für dich etwas zu tun. No. Nein. Prayer is living in a very beautiful atmosphere of intimacy with God. Gebet bedeutet, in einer sehr schönen Atmosphäre der Intimität mit Gott zu leben. So if watchfulness and self-control opens the door for me for that, then I think I would like it. Wenn also Wachsamkeit und Selbstbeherrschung mir die Tür dafür öffnen, dann würde mir das sicher gefallen. So once you understand that self-control brings me to a new lifestyle, Du verstehst, dass Selbstbeherrschung dich zu einem neuen Lebensstil führt. people who say, oh, the Bible says pray without ceasing, so that's how I live. Es gibt Leute, die sagen, oh, die Bibel sagt, betet ohne Unterlass, dann lebe ich so. I found that they actually don't have a prayer life. Ich habe festgestellt, dass sie eigentlich gar kein Gebetsleben haben. People who are intentional and purposeful, Menschen, die absichtlich und zielgerichtet leben, they exercise self-discipline so that they can pray. üben sich in Selbstdisziplin, damit sie beten können. It only needs self-discipline until a life of prayer is established. Es braucht nur so lange Selbstdisziplin, bis ein Gebetsleben etabliert ist. Then it becomes a very normal and automatic thing. Dann wird es zu einer ganz normalen und automatischen Sache. In my understanding, the whole Christian life should be like this. Meiner Meinung nach sollte das ganze christliche Leben so aussehen. Christian life should be a very fruitful life without having to struggle to live it. Das christliche Leben sollte ein sehr fruchtbares Leben sein, ohne dass man sich dafür abmühen muss. You've heard me say it many times, Du hast mich schon oft sagen hören, that we have to force ourselves, strain to enter into the rest of God. dass wir uns zwingen und anstrengen müssen, um in die Ruhe Gottes einzutreten. Remember, Denk daran, the goal is to enter, not to strive. das Ziel ist es, hineinzukommen, nicht sich anzustrengen. But in order to get there are moments where we have to use that self-control. Aber um dorthin zu gelangen, gibt es Momente, in denen wir unsere Selbstbeherrschung einsetzen müssen. And then prayer will be just pleasure and an automatic thing. Und dann wird das Gebet zum reinen Vergnügen und zu einer automatischen Sache. Don't worry about self-discipline, it's good for you. Mach dir keine Sorgen um die Selbstdisziplin, sie ist gut für dich. It's good for you in the area of prayer. Sie ist gut für dich, wenn es um das Gebet geht. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.